Heute wird mal wieder gebacken. Allerdings verwenden wir diesmal eine Fertigbackmischung, da immer wieder die Frage aufkommt, wie verwendet man eine Fertigbackmischung und was muss man beachten. Außerdem zeige ich euch in diesem Video, wie ihr eure Backmischung selber herstellen könnt. Also, let's go! Wir machen heute mal eine einfache Backmischung im Omnia-Backofen, weil diese Frage immer wieder aufkommt, welche Backmischung kann ich verwenden, wie lange braucht sie, wie stelle ich die Flamme ein und ähnliches. Das kläre ich euch heute alles mal in diesem Video. So, normalerweise macht man ja die Backmischung erst da rein, aber ich mache trotz Backmischung immer erst die Butter und die Eier cremig schlagen, so wie ich es zu Hause auch machen würde. Und dann gebe ich erst die Backmischung dazu. Okay. Zum Mixen habe ich unterwegs oft den OXO Handmixer dabei. Den habe ich auch schon mal vorgestellt. Der ist super zum Reinigen. Der geht mit einer Automatik für Links- und Rechtshänder. Und da könnt ihr super drin den Kuchen cremig rühren. Damit es jetzt aber ein bisschen fixer geht, benutze ich meinen akkubetriebenen. Da bin ich auch schon mehrfach gebeten worden, ein Video darüber zu machen. Das sind die akkubetriebenen Geräte von KitchenAid. Das werden wir auch tun. Wir haben auch mehrere Kommentare dazu bekommen. Könnt ihr auch gerne noch mal reinschauen, wenn ihr Interesse habt. Schreibt es in den Kommentar. Es gibt den Stabmixer, den Standmixer und halt diesen Handmixer. Und die werde ich euch dann auch noch mal alle separat vorstellen, sodass ihr da auch Informationen habt. Denn unterwegs sind die wirklich toll. Die lade ich immer dann, wenn wir irgendwo am Strom stehen. Und für unterwegs, wie gesagt, himmlisch. Ich habe kein Kabelgedönse. Überall passt auch das gleiche Ladegerät rein, aber das erkläre ich euch im separaten Video. Wir mischen erstmal unsere Backmischung zusammen. Einfach die fertige Backmischung dazugeben. Staubt immer ein bisschen. Wenn der Teig zu fest wird, immer ein bisschen mit Milch dazu. So, auch schon fertig. Jetzt können wir den Teig auch direkt in die Backform einfüllen. Ich empfehle euch da die Silikonform, weil Kuchen in der Silikonform einfach meiner Meinung nach besser gelingt. Habe ich auch schon mal in dem Video erklärt. Auch das verlinken wir euch nochmal, weil viele das gar nicht gesehen haben und ich wieder Fragen bekomme. Schaut mal da rein, weil da sind sehr interessante Informationen drin, warum ich die Silikonform für Kuchen empfehle. So, ich habe jetzt gerade eine Backmischung für eine Kastenform zusammengerührt. Kastenform passt auf jeden Fall hier rein. Egal, auch wenn ihr zu Hause einen Kuchen habt mit einer Kastenform, die passt auf jeden Fall hier rein und da braucht ihr keine Angst haben, dass die überläuft oder der Kuchen nachher zu hoch kommt. Kastenform ist optimal. So, jetzt füllen wir den Teig einfach mal ein. So, da ich auch immer wieder gerne klecker, ist ja auch bekannt bei euch, empfehle ich euch, wenn euch das passiert, macht das am besten sofort sauber, weil ihr habt nachher so unangenehme Flecke da drin. Und jetzt geht es ja auch noch super einfach. So, Teig ist drin und der wandert dann jetzt mal auf den Omnia-Backofen. Ich empfehle euch beim Kuchen, und das gilt auch für alle Kuchen, die ihr macht die bitte immer auf kleiner Flamme. Grundsätzlich auf kleiner Flamme, keine große Flamme, auch nicht 1 oder 2 Minuten, kleine Flamme. Und nach 35 Minuten macht ihr bitte mal eine Stichprobe. Am besten ist, wenn ihr den Deckel drauf habt und einmal kurz so drunter luckt, dann sieht man ja oft schon, wie das oben ist. So, dann passiert auch nichts. Und wenn ihr da schon seht, dass der Kuchen eigentlich recht gut aufgegangen ist und auch fest ist, dann könnt ihr mal kurz so eine Stäbchenprobe machen. Zeige ich euch gleich nochmal im Video, wie ich das meine. Wenn wir soweit sind, und jetzt kommt er erstmal auf die Gasflamme.
Bitte guckt euch die Flamme auch immer genau an. Klein ist nicht klein, sondern ihr müsst wirklich gucken, wie viel Gas in der Kartusche ist. Guckt euch die Flamme an, dreht einmal ganz klein, sodass die Flamme ganz klein ist, kurz vorm Ausgehen. Und dann dreht ihr ein bisschen höher, sodass ihr wirklich eine Flamme aufsteigen seht. Dann habt ihr eigentlich die normale und gute kleine Flammeneinstellung. Und jetzt warten wir 35 Minuten. Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, während unser Kuchen da auf dem Herd weilt, wollte ich euch mal einen kleinen Trick zeigen, wie ihr vermeiden könnt, dass ihr zum Backen so viele Zutaten mitnehmen müsst. Denn das ist ja eigentlich der Grund, warum viele unterwegs gar nicht backen möchten, weil die halt Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und was weiß ich mitnehmen wollen. Und deswegen zeige ich euch mal einen kleinen Trick. Ich habe schon einiges aufgebaut. Und zwar nehmt ihr entweder so einen Druckverschlussbeutel, habe ich dann mal gelernt. Der Dennis, unser Kameramann, hat nämlich mich da mal aufgeklärt. Im Brotback-Video habe ich nämlich den Namen nicht gewusst, aber das sind Druckverschlussbeutel, weil der Druck verschließt den Beutel. So, okay, jetzt wissen wir auch, wie die Dinger heißen. Okay, gibt es natürlich im schwedischen Möbelhaus, kennt ihr alle. Es gibt aber noch eine Alternative, das sind solche Dinger. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Ich finde die ganz witzig. Das ist MyZip. Ich habe die unterwegs im Fahrzeug und habe da auch viele Zutaten drin. Die sehen witzig aus, ne? Ja, ich verlinke euch die mal unten. MyZip hat mich jetzt auch nicht aufgefordert. Ich betone das jetzt mal, weil sonst wäre es wieder Werbung. Ich habe die selber bezahlt, ich bin nicht gesponsert worden, sondern ich habe alles selber besorgt. So, hier packt ihr nämlich jetzt, diese Druckverschlussbeutel gehen recht schwer auf. Hier packt ihr nämlich jetzt etliche Zutaten rein. Das heißt, ich habe jetzt hier die Zutaten für einen Schokoladenkuchen. Und da mischen wir die Sachen nämlich jetzt einfach Backpulver mit Mehl mischen. Ich hole da mal was zum Einrühren. So wie ihr es auch zu Hause kennen würdet, wenn ihr den Kuchen backt. Dann brauche ich mal eben einen Trichter, weil sonst mache ich zu viel Sauerei hier. So, dann macht ihr nämlich einfach eure Zutaten hier rein. Das machen auch Kinder ganz gerne. Das ist eine schöne Kinderaufgabe. So, erstes drin. Jetzt machen wir den Beutel mal unten ein bisschen auf. Den kann man nämlich hier auftrennen, dass wir da auch ein bisschen Füller reinkriegen. Und jetzt könnt ihr das auch schichten. Dann habt ihr auch vielleicht was Schönes zum Geschenk. Ich weiß nicht, ob das mit meinem Schichten jetzt klappt. Ansonsten habe ich das ja auch nicht so geschichtet mit, sondern das ist alles nur drin und ich kann es nachher als Backmischung verwenden. So, jetzt machen wir dann, damit wir eine andere Schicht kriegen, die Mandeln dazu. Die Kuvertüre, die gehackte Kuvertüre. Jetzt steckt die da irgendwo fest. Also normalerweise kann man auch alles so reinkippen, aber das macht mir jetzt gleich so eine große Sauerei. Aber ich glaube, ich muss diesen, der hat sich jetzt völlig verstopft da unten. Ah, da war so ein dicker. Okay, dann nicht. Dann mache ich halt eine Sauerei. So, mache ich mal das Loch eben auf. Trichter wieder frei ist. So, Zucker und Vanillezucker mischen. Das Rezept dazu verlinke ich euch auf dem Blog. So, und dann kommt da auch noch Kakao rein, Backkakao. So, jetzt habt ihr eine richtig tolle Backmischung für unterwegs. Jetzt schreibt ihr euch einfach nur noch drauf Schokoladenkuchen und auf der Rückseite oder auf der Vorderseite, wo ihr Platz habt, was da noch zukommt. Also an flüssigen Zutaten. Hier kommen noch 3 Eier rein und ich glaube 100 Milliliter Milch. Und die Flammenstärke, also das heißt, ist ja sowieso kleine Flamme, aber wie lange auch. Und dann könnt ihr sowas halt im Fahrzeug bequem mitnehmen und habt immer tolle Sachen dabei. Sowas gibt es natürlich auch. Haben wir
also nicht im Fahrzeug, aber zeige ich auch oft, das könnt ihr natürlich immer schön verschenken. Da ist dann der Name des Kuchens drauf und hinten ist drauf geschrieben, wie man die Zubereitung macht. Und so könnt ihr dann auch unterwegs immer schöne Backmischungen mitnehmen, wo ihr nicht so viele Zutaten haben müsst. Viele haben auch Allergien und dann kann man das so vorbereiten. Und witzig ist auch, natürlich sind wir 4 Reifen ein Klo. Wir haben natürlich noch viele, viele Rezepte dazu. In unserem Rezeptbuch 2 in 1. Da sind Koch- und Backrezepte für den Omnia Backofen drin. Es ist ein sogenanntes Umkehrbuch. Und zwar habt ihr vorne Kochrezepte drin und dann dreht ihr es um und ihr habt Backrezepte. Und bei diesen Backrezepten habe ich nämlich geguckt, dass ihr wirklich auch Backmischung machen könnt. Ihr könnt fast alle Rezepte hieraus als solche Backmischung zubereiten und dann habt ihr unterwegs immer wirklich Sachen mit. Dann könnt ihr das Buch mitnehmen und diese vielen Backmischungen, die ihr dann gemacht habt, die halten sich ja auch ein bisschen. Die müsst ihr nicht am Wochenende verbacken, sondern hier sind Ideen drin. Ist natürlich eine witzige Sache, die wir nur als Camper erfahren. Die 35 Minuten sind um. Wir gucken mal, einmal kurz drunter lupen. Ganz kurz so. Ja, ich finde, der Rand sieht schon ganz gut aus, deswegen nehme ich jetzt auch den Deckel ab. Fühlt sich auch sehr gut an. Ihr dürft euch nicht wundern, am Anfang, wenn man das so fühlt, fühlt er sich manchmal ein bisschen matschig an. Das liegt daran, dass die Feuchtigkeit nach oben steigt beim Omnia immer. Das heißt, Kuchen steigt von unten immer nach oben und es fühlt sich immer ein bisschen feuchter an. Wenn dem so ist, lasst das lieber noch ein bisschen drauf, Deckel drauf machen und den Kuchen einfach nur 5 Minuten ruhen lassen. Ohne Flamme, ohne alles, weil dann kann diese Hitze, die in dem Kuchen ist, nochmal sich ein bisschen entfalten und diese Restwärme genutzt werden, um diesen endgültigen Backvorgang einfach zu beenden. Ich piekse jetzt trotzdem einmal kurz rein. Ja, Stäbchenprobe zeigt, kein Teig dran, also alles gut. Ja, der sieht auch richtig cool aus. Dann holen wir den mal raus. Dann holen wir den Kuchen einfach mal aus unserer Form. Ich wackel den am Anfang immer mal so ein bisschen, damit der ganze Kuchen ein bisschen nach oben fluppt und sich auch vom Boden löst und ich nachher nicht irgendwie ein Abenteuer habe, dass der Kuchen vielleicht unten klebt, weil da so eine Ecke angeklebt war. Deswegen einmal ein bisschen schütteln. So. Wenn Kuchen jetzt mal wirklich nicht aus der Form gehen sollte, ich kann das ja jetzt mal vielleicht zeigen. Ich hatte das schon mal in einem Video, glaube ich, mal vorgestellt. Ich weiß das gar nicht. Aber also wenn er sich gar nicht lösen lässt, weil die Silikonform aus irgendwelchen Gründen am Kuchen klebt, dann versucht mal, die Silikonform hier rauszubekommen. Das ist echt tricky, weil das ist echt heiß. Oh, das ging ja einfach. So, dann dreht ihr die Form nämlich um. Ah, ist die heiß. Stellt den Kuchen drauf und klappt die ganze Form nach unten. Ah, das ist ein kleiner Trick, ist ein bisschen heiß. Ihr müsst euch gedulden. Heiß, 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 heiß. So, oh, seht ihr, der bricht da nämlich schon auseinander. Der ist ganz weich. Ja, wenn das ist, wenn sowas passiert, würde ich den jetzt eigentlich noch mal nach oben machen, die Form, und ein bisschen auskühlen lassen, sodass der Teig sich wirklich, also der Kuchen sich noch mal verfestigen kann. Das passiert ja nachher einfach auch. So, warten wir mal kurz ein bisschen. Ist der heiß. Ja. Ansonsten wird Kuchen immer halt so gemacht, am besten nehmt ihr dann die Omnia-Form, kippt den einmal auf den Deckel und dann unbedingt wieder andersrum drehen. Das hat den Vorteil, ihr habt hier oben Feuchtigkeit drin. Und wenn ihr diese Feuchtigkeit auf den Deckel, auf den Teller legt, dann wird der matschig. Und deswegen empfehle ich, bitte legt den auch wieder so hin, dass wirklich das Oberteil oben ist. So, dann nehmt ihr 2 Messer oder Tortenheber oder was ihr sonst so habt, wo ihr wirklich hier drunter kommt. Gucken, ob ich den jetzt heile. Oh, der fällt hier schon auseinander hier hinten. Einmal hier in der Mitte noch ein bisschen lösen. So. So. So ist das. Dann habt ihr den Kuchen aber schon mal drüben. Ja, und jetzt könnt ihr
Der ist echt ziemlich weich geworden. Passiert, aber der ist schön hell geworden. Warum der jetzt so weich ist, keine Ahnung. Der wird aber trotzdem schmecken. Ihr könnt natürlich jetzt den Guss da drüber machen oder Puderzucker drüber streuen. So, ich streue da jetzt einfach mal ein bisschen Puderzucker drüber, weil bei uns mögen viele nicht diese Zitronenschicht. So, jetzt wisst ihr auch, wie man eine Backmischung im Omnia-Backofen zubereiten kann. Und zwar, ich fasse noch mal kurz zusammen, kauft euch bitte eine Backmischung für die Kastenform. Die passt auf jeden Fall rein, da braucht ihr keine Angst haben. Nach 35 Minuten auf kleiner Flamme macht ihr bitte mal erst eine Guckprobe. Guckt mal, wie die Oberfläche ist. Wenn die Oberfläche ein bisschen feucht noch aussieht, dann macht noch mal zu und lasst den Omnia vielleicht noch mal so 3 bis 5 Minuten auf kleiner Flamme ein bisschen nachbacken und dann macht ihr bitte eine Stäbchenprobe. Achtet bitte darauf, sollte die Oberfläche sich noch ein bisschen feucht anfühlen, dann lasst ihr bitte die Flamme aus und macht nur den Deckel drauf und nutzt die Restwärme, die dann noch hochsteigt. Beim Kuchen ist es immer so, dass ihr die Unterfläche, also wirklich was unten im Omnia war, wirklich auch wieder auf den Teller stellen solltet, weil immer noch Feuchtigkeit nach oben steigt. Legt ihr jetzt diese Fläche, die Puderzucker hat, nach unten, dann würde die Fläche nach der Zeit feucht werden, weil halt die ganze Feuchtigkeit da noch drin steckt. Ja, alternativ zu Backmischungen habe ich euch ja gerade gezeigt, könnt ihr eure Backmischung selber machen. Tipps und Infos dazu gibt es in dem Rezeptbuch 2 in 1 Kochen und Backideen aus dem Omnia-Backofen, das Umkehrbuch. Habe ich auch einen Beitrag darüber geschrieben auf meinem Blog, verlinke ich euch. Und ich gehe jetzt Kaffee kochen und wir essen Kuchen. Bis zum nächsten Video und, ach ja, liken nicht vergessen, ne? Wie ist da? Glocke aktivieren und das nächste Video kommt mit Sicherheit in ein paar Tagen. Bis dann!